Wie bewerten Sie denn diesen Deal? Ist die Ukraine jetzt vollends abhängig von den USA oder ist das gut für die Ukraine, weil sie die USA jetzt wieder auf ihrer Seite hat? Es begann ja damit, dass Selenskyj selbst den Vorschlag gemacht hat, über seltene Erden und Rohstoffen zu sprechen. Dann gab es einen Abkommensentwurf, so nenne ich das mal, aus den USA. Der war aus ukrainischer Perspektive vollkommen inakzeptabel. Damit hätte man alle Rohstoffe des Landes sozusagen weggegeben. Und jetzt hat man sich geeinigt auf so eine Art Rahmenabkommen, wo alle weiteren Details zu Investitionen erst später noch geklärt werden müssen, aber wo es die Möglichkeit gibt, dass man zusammenarbeitet und dass man 50-50 die Gewinne teilt. Das ist, glaube ich, jetzt ein normales Abkommen, das eine gute Grundlage bietet. Aber was die Ukraine bekommt, ist ja auch noch nicht klar. Auf Nachfrage hat Trump da keine konkrete Antwort gegeben. Er hat einfach wieder auf die Waffenlieferungen seines Vorgängers Joe Biden verwiesen, hat gesagt, da wurde ja Geld ohne Ende rausgeschmissen. Also was hat die Ukraine dann davon? Die Ukraine hat ja dieses Interesse der Trump-Administration selbst geweckt und hat jetzt zumindest mal handfestes Interesse und eine Zusammenarbeit auf der Grundlage handfesten Interesses. Aber die Ukraine hat natürlich keine neuen Sicherheitsgarantien bekommen durch dieses Abkommen. Aber klar ist, wenn man investieren will, wenn man diese Rohstoffe nutzen will, dann braucht man dafür auch Sicherheit. Also zumindest hat man die USA da jetzt so weit reingezogen. Und vielleicht ist es auch klug, jetzt Trump sein Abkommen zu geben. Selenskyj wird es ja am Freitag in Washington zu unterschreiben, wird nach Washington fahren, um das zu unterschreiben, weil das die Möglichkeit gibt, weitere Zusammenarbeit mit den USA auf den Weg zu bringen. Es wird auf die Frage hinauslaufen, wie sind die Europäer eigentlich in der Lage, Sicherheitsgarantien zu geben, weil Amerika das nicht machen will. Ja, weil wir schon bei den Europäern sind, steht Europa auch gewissermaßen als Trottel da. Wir unterstützen die Ukraine ja auch sehr massiv mit Waffen, mit Milliarden. Sollten wir uns auch mal schlau machen, was wir von der Ukraine haben können? Naja, zumindest spricht nichts dagegen, auf der Grundlage der eigenen Interessen zu handeln. Und klar ist, wenn wir in der Ukraine für Sicherheit sorgen und die EU sich in der Ukraine engagiert und die Ukraine EU-Mitglied wird oder sich auf den Weg macht, Deutschland kann von so einer Erweiterung sehr stark profitieren. Das kann für unsere Wirtschaft, für unseren Arbeitsmarkt, für unseren Wohlstand sehr gut sein, wenn wir das in der Ukraine gemäß unseren Interessen machen. Ich würde jetzt nicht sagen, die Europäer haben da jetzt einen Verlust dadurch, dass die Amerikaner gemeinsam mit der Ukraine an diesen Rohstoffen arbeiten wollen, weil es ja eine erhebliche Investition erfordern wird, diese Rohstoffe überhaupt zu nutzen. Aber wir haben natürlich auch ein Interesse an Titan und an anderen Dingen, zumal wir ja zum Beispiel bei Titan bisher immer noch sehr stark von Russland abhängig sind. Wenn wir jetzt mal auf die Friedensverhandlungen blicken, es gibt ja noch keine Friedensverhandlungen, aber auf die Diskussion darauf. Putin hat jetzt wohl verlauten lassen, er würde keine europäischen Friedenstruppen akzeptieren. Was heißt das? Das heißt, wir sollten uns nicht ständig mit der Frage beschäftigen, was Putin eigentlich akzeptiert. Was Putin akzeptiert, ist, dass die Ukraine nicht mehr dass die Ukraine nicht mehr da ist. Er hat ja einen Krieg angefangen, damit es die Ukraine nicht mehr gibt. Und er wird akzeptieren, die Gebiete, die formell annektiert worden sind, zu bekommen. Die Frage ist nicht, was will Putin, sondern die Frage ist, was sind wir bereit, mit der Ukraine gemeinsam zu machen, sodass Putin zum Frieden zurückgedrängt wird. Und zurückdrängen heißt ja auch, wir müssen so stark sein, dass Putin mit der Lösung leben muss, egal ob er das will oder nicht. Und wir blicken noch auf die militärische Lage. Wir sprechen gleich weiter, Herr Lange. Unterdessen gehen nämlich die Kämpfe weiter. Die Ukraine hat nach eigenen Angaben einen russischen Großangriff aus der Luft weitgehend abgewehrt. Russland habe mit 177 Drohnen angegriffen, so die ukrainische Luftabwehr. Es gab mindestens 2 Tote, viele Verletzte und massive Zerstörungen. Das Wohnhaus gegenüber brennt lichterloh. Eine Bewohnerin hier in der Region Kiew filmt die Momente nach dem russischen Drohnenangriff. Mit Anbruch des Tages wird der Ukrainerin das ganze Ausmaß klar. Wir haben ein Geräusch gehört, das zu einer Shahed-Drohne passt. Das Geräusch kam näher, näher und näher. Ich fing an zu schreien, Kinder, jetzt auf den Flur. Dann gab es eine Explosion. Ich dachte, dass unser Haus getroffen wurde. Dann sagte mein Ehemann, nein, es ist das Haus auf der anderen Straßenseite. Mein erster Gedanke war, lass niemanden da drin sein. Doch dann stellte sich heraus, dass dort drin eine Frau war. Die Einsatzkräfte können die Nachbarin nur noch tot bergen. Auch in Kramatorsk und in Charkiw Explosionen nach russischen Angriffen. Hier waren es Gleitbomben, die einschlugen. Mehrere Menschen wurden verletzt. Hier gibt es keine militärischen Objekte, nur eine Schule und ein Krankenhaus ist in der Nähe. Beides ist geschlossen. Es sind auch keine Soldaten in der Nähe. Das hier ist reinster Terror der Zivilbevölkerung.
Russland meldet seinerseits 128 ukrainische Drohnen. Das wäre die größte Drohnenattacke seit Beginn des russischen Angriffskrieges. 30 der Drohnen seien über der annektierten Halbinsel Krim abgefangen worden. Nach Angaben des Kremls zielten die Drohnen auch auf die beliebte russische Urlaubsregion Krasnodar sowie die Regionen Bryansk und Kursk an der Grenze zur Ukraine. Es gibt keine Berichte über Verletzte oder größere Schäden. Und bei mir im Studio immer noch der Sicherheitsexperte Nico Lange. Also die Kämpfe gehen weiter. Was hören Sie von der Front? Es gibt keine Anzeichen, die darauf hindeuten, dass Russland einen Waffenstillstand will oder sich auf einen Waffenstillstand vorbereitet. Ganz im Gegenteil, Russland greift weiter an, so wie es das schon seit vielen Monaten macht, mit kleinen Angriffen, aber auch hohen Verlusten, aber eben auch kleinen Fortschritten. Und das ist um Pokrovsk herum so. Russland stürmt auch weiter die Position der Ukrainer im Gebiet Kursk, die Ukrainer immer noch halten. Also das dürfen wir bei all den Diskussionen um Abkommen und möglicherweise Friedensbemühungen nicht vergessen. An der Front greift Russland weiter an und wird das auch weitermachen. Ja, aber wäre es dann nicht vielleicht auch eine Überlegung wert, eben Friedensverhandlungen aufzunehmen? Es geht ja wirklich kaum voran. Es geht, die Russen stoßen ein bisschen vor, dann geht es wieder zurück. Aber was bleibt, sind wirklich tausende Tote und Verletzte. Ja, wenn man den Frieden dadurch bekommen könnte, dass man sagt, man hört jetzt auf zu kämpfen auf der ukrainischen Seite, dann wäre das ja schon lange eine Möglichkeit gewesen. Das Problem ist doch aber, dass Lavrov und andere sagen, wir werden auch bei möglichen Friedensgesprächen weiter angreifen lassen. Wir werden weiter stürmen. Und deswegen gibt es, glaube ich, nur die Möglichkeit, die Ukraine militärisch so zu unterstützen, dass sie Russland unter Druck setzen kann, dass man auf diese Weise einem Frieden näher kommt. Wenn wir nur abwarten und darauf hoffen, dass Trump und Putin sich jetzt irgendwie einigen oder dass die Gespräche was ergeben, wird Russland die ganze Zeit über weiter angreifen. Ja, also diese militärische Unterstützung ist ja auch in Deutschland zumindest umstritten. Es gibt eine neue Umfrage. Fast 50% der Deutschen sagen, man sollte die auf 0 herunterfahren. Jetzt gibt es wahrscheinlich bald einen neuen Kanzler, Friedrich Merz. Was rechnen Sie denn? Mit was rechnen Sie, wenn er Kanzler wird? Er hat ja immer gesagt, er wird den Taurus liefern. Aber im Moment sieht das nicht so aus. Bei den letzten Fragen, wo man Merz wirklich konkret nach der Taurus-Lieferung gefragt hat, ist er immer ausgewichen, hat rumgeeiert. Also kann man wirklich davon ausgehen, dass er das macht? Zunächst mal muss man einmal ganz klar festhalten, es ist ein großer Erfolg der russischen Propaganda und auch derjenigen, die russische Propaganda hier bei uns verbreiten, dass der Eindruck entstanden ist, dass es Krieg gibt, liegt daran, dass die Ukraine sich verteidigt. Also Krieg gibt es, weil Russland angreift. Und wenn die Ukrainer sich nicht verteidigen würden, würde Russland die gesamte Ukraine zerstören und wäre auch eine noch größere Gefahr für uns. Und deutlich darüber zu sprechen, kann helfen, die Stimmung, die es in der Bevölkerung gibt, vielleicht auch ein bisschen zu ändern, weil das aber so wird ja darüber gesprochen. Finden Sie nicht, dass so? Es wird immer der Eindruck erweckt, man müsse nur ein bisschen Land abgeben und die Ukrainer müssten nur aufhören und dann gibt es Frieden. Ich werde das ständig gefragt. Okay. Seit 3 Jahren werde ich gefragt, ob nicht die Ukraine mal aufhören müsste, damit es Frieden gibt. So kommen wir nicht weiter. Und wenn wir Putin nicht dazu zwingen, aufzuhören, dann wird er die Ukraine zerstören und wird sich das als nächstes mit der Frage beschäftigen, wie er auch EU- und NATO-Staaten bedrohen kann. Da gibt es überhaupt keinen Zweifel dran. Was die neue Bundesregierung betrifft, ist klar, worum es gehen muss. Man muss Wladimir Putin stoppen. Meiner Meinung nach könnte eine Initiative, Taurus endlich zu liefern, zum Beispiel mit schwedischen Kampfflugzeugen Gripen, könnte die Dinge nach vorn bringen, auch Deutschland wieder stärker mit den Skandinaviern, Mittelosteuropäern verbinden. Und dann geht es um die Frage, wie kann eine europäische Militärpräsenz in der Ukraine dabei helfen, einen Frieden dauerhaft abzusichern. Wenn wir das alles nicht machen, wenn wir sagen, das wollen wir nicht, das ist zu teuer, das ist uns zu anstrengend, dann gibt es keinen Waffenstillstand und keinen Frieden. Nico Lange, ganz herzlichen Dank für den Besuch hier bei uns. Gerne.